Meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute noch einmal zu dem Thema Syrien, Gaza, Libanon. Israels Politiker wollen Grenzen erweitern. Ein Thema, das einfach wichtig ist in der heutigen Zeit und man kann einfach davon nicht die Augen verschließen. Vor kurzem wurde die Siedlung Maor Zur in Samaria, also ich sage Westjordanland dazu, eingeweiht. Oberflächlich betrachtet war dies eine Zeremonie zur Feier der Gründung einer weiteren israelischen Siedlung an strategisch günstiger Lage oberhalb der Route 443, eine der wichtigsten Verkehrsadern, die Jerusalem mit Zentralisrael verbindet. Mehr noch, es war für die Israelis ein Statement darüber, wie Israels Führung den am 7. Oktober 2023 begonnenen Krieg aus ihrer Sicht zunehmend nicht als isolierte Militäraktion, sondern als nationalen Wendepunkt versteht. Finanzminister, für mich ziemlich extremistisch, Bezalel Smotrich, brachte dies während der Einweihungsfeier für die neue Siedlung, an der israelischen Kabinettsminister und Abgeordnete teilnahmen, unverblümt zum Ausdruck. Die militärischen Erfolge, die Israel errungen habe, so argumentierte er, würden nicht auf das Schlachtfeld beschränkt bleiben. Sie würden politische Konsequenzen haben und zu diesen Konsequenzen gehöre eine Neugestaltung der strategischen Tiefe Israels in Gaza, in Libanon und in Syrien. Also eine Neugestaltung der strategischen Tiefe Israels in Gaza, Libanon und Syrien. Was heißt das im Klartext? Das heißt im Klartext, die Grenzen erweitern, noch mehr Gebiete annektieren, immer mehr zu einem Groß-Israel. Ich habe darüber ein längeres Video schon gemacht. Das ist der Teil, den das internationale System vorhersehbar als provokativ bezeichnen wird und auch tut. Was Smotrich zum Ausdruck brachte, ist die abzeichnende Logik eines Israels nach dem 7. Oktober. Das ist natürlich die Erklärung, Ausrede dafür, dass man immer mehr Land um Israel herum, neues Land annektieren will. Es will Kontrolle, es will Präsenz, es will seine Grenzen verschieben. Smotrich brachte die Sache auf den Punkt. Militärische Maßnahmen allein reichen nicht aus. Krieg hat eine politische Dimension. Und wenn der Israel es ernst meint mit der Sicherung seiner Zukunft, muss auf den Erfolg auf dem Schlachtfeld eine politische Konsolidierung folgen. In Judäa und Samaria, also Westjordanland, bedeutet dies, ein für alle Mal mit der Illusion aufzuräumen, dass die Aufteilung von Israels biblischem Kernland irgendwie Frieden bringen würde, anstatt einer weiteren Terror-Enklave zu schaffen. Im Libanon bedeutet dies, so Smotrich, in Begriffen von verteidigungsfähigen Linien zu denken, statt in diplomatischer Nostalgie. In Syrien bedeutet dies, zu verstehen, dass ein Machtvakuum nicht lange leer bleibt. Smotrich, ich zitiere, es wird eine politische Komponente der andauernden Kriege geben, die unsere Grenzen erweitern wird. Zitat Ende. Groß-Israel lässt also grüßen. Es sind keine Verschwörungstheorien und jeder, der mich irgendwo beschimpft hat durch mein anderes Video, in dem ich Groß-Israel als einer der Gründe für den Iran-Krieg benannt habe, der muss jetzt erstmal den israelischen Finanzminister widerlegen. Also, Schwurbler, ihr müsst den israelischen Finanzminister und seine Statements widerlegen, weil sonst habe ich recht mit meinen Videos. Wenn Smotrich also von einer politischen Phase spricht, die auf militärische Maßnahmen folgt, sagt er etwas Wichtiges, als die üblichen Schlagzeilen zugeben wollen. Er sagt, dass Sicherheit konzeptionell nicht von der Geografie losgelöst bleiben kann. In Israel ist territoriale Kontrolle der Unterschied zwischen der Abschreckung und Katastrophe. So sehen es die Israelis. Diese Realität wird durch die neue Siedlung, durch die Einweihung der neuen Siedlung Mao Zur unterstrichen. Sie überblickt die Route 443, einen lebenswichtigen Korridor, ich habe es schon angedeutet,
der Jerusalem mit dem Zentrum des Landes verbindet. Von diesem Aussichtspunkt aus wird das strategische Argument peinlich offensichtlich. Die Höhenlage ist nicht nur wichtig, weil dort Israels Geschichte geschmiedet wurde, sondern weil sie die Souveränität des modernen Staates verankert und feindlichen Akteuren den Handlungsspielraum gegen den Großteil seiner Bevölkerung verwehrt. Also wohl benannt, es ist Westjordanland. Auch der Knesset-Sprecher Omir Ohana nahm an der Zeremonie teil und sagte, was viel zu viele israelische Amtsträger in frühen Zeiten nur ungern und ohne Überzeugung zu sagen schienen. Er sagte, ich zitiere, dies ist unser Land, also Westjordanland. Wir sind nicht als Gäste hier. Wir sind nicht nur vorübergehend hier. Zitat Ende. Israels Problem war nie nur der Druck von außen. Es war auch die innere Versuchung. Aber Dauerhaftigkeit ist der springende Punkt. Deshalb ist der Aufbau Israels für Israels strategische Perspektive genauso wichtig wie die Siege auf dem Schlachtfeld. So die Israelis. Die Tatsache, dass 8 der ersten 11 Familien in Mao zu IDF-Reservisten gehören, unterstreicht die Bedeutung dieses Moments nur noch mehr. Während die Ehemänner an der Front dienen, bauen Ehefrauen und Kinder ein Zuhause in dem Land auf, das Gott ihnen gegeben hat, das Westjordanland. Dies ist das eigentliche Bild der israelischen Widerstandsfähigkeit und der prophetischen Erfüllung. Die gemeldete Genehmigung von Dutzenden neuer Gemeinden in ganz Judäa und Samaria, also Westjordanland, deutet darauf hin, dass zumindest ein Teil der Regierung die Antwort versteht. So verschieben die Israelis also ihre Grenzen mehr und mehr und so wird es auch niemals Frieden geben, weil die Palästinenser und die Westjordan-Menschen sagen natürlich, das ist ihr Land, was so auch richtig ist. Maor Zur, diese neue Siedlung, ist nicht nur eine Gemeinde für die Israelis, es ist eine Korrektur. Eine Korrektur der Vorstellung, dass die jüdische Präsenz im biblischen Kernland ein Hindernis für den Frieden sei. Eine Korrektur der Fiktion, dass Sicherheit an Abkommen ausgelegt werden könnte, die feindliche Akteure nie einzuhalten beabsichtigen. Die Israelis übrigens auch nicht. Und eine Korrektur der diplomatischen Gewohnheit, Israels Verwurzelung als Problem statt als Antwort zu behandeln. Israel wird schmerzhaft und öffentlich gezwungen, etwas neu zu lernen, das es niemals hätte vergessen dürfen. Frieden entsteht nicht dadurch, dass man sich vor den Feinden klein macht, die einen loswerden wollen. Es entsteht aus Stärke, Klarheit und einem unerschrockenen Bekenntnis zum Bleiben. So sehen die Israelis die Annexion eines fremden Gebietes. So wird es, wie gesagt, niemals Frieden geben, solange die Israelis ihr biblisches Kernland beanspruchen, ihr angeblich biblisches Kernland. Darüber kann man ja auch diskutieren. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Gehört Palästina den Israelis oder nicht? Ihr könnt es auf meiner Homepage www.michaelgrant.de nachlesen. Diejenigen, die Israel kritisieren, diejenigen aber auch, die Israel total blindwütig, gläubig folgen, sind viele NGOs und darüber habe ich ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. Hier werden viele NGOs genannt, die staatliche Gelder erhalten und viele dieser NGOs unterstützen Israel, aber auch bekämpfen Israel. Also ein interessantes Buch, wenn ihr wissen wollt, wo euer Steuergeld hingeht. Wenn wir gerade dabei sind, über Landraub zu sprechen, muss ich auch auf mein neues Buch aufmerksam machen. Deutschland muss vernichtet werden. 900 Seiten, ein totaler Wälzer, Amazon-Bestseller. Darin beschreibe ich den Landraub an den Deutschen, weil wir haben sehr viele Gebiete verloren. Es wurden sehr viele Menschen massakriert, vergewaltigt, totgeschlagen, gefoltert und so weiter. All das in diesem Buch. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ist Angela Merkel auf diesem Titelbild? Ganz einfach. Sie hat die Grenzen 2015 geöffnet, was eine höhere Kriminalität und eine höhere Unsicherheit in unserem Land hervorruft. Deshalb auch im Titel Zersetzung
des deutschen Volkes, weil sie hat begonnen, das deutsche Volk zu zersetzen. Abonniert mich auch auf Telegram, dort bin ich täglich, auch mit Audios und Videos, die ich hier nicht bringen kann. Nur so könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr meine Arbeit gut findet. Und nach wie vor, ich sammle alle Beleidigungen gegen mich, ich habe es nicht vergessen. Ich sammle alle Beleidigungen gegen mich, es sind aber zwischenzeitlich so viel geworden, dass ich darüber auch publizieren werde und will. Und ich werde mir auch überlegen, ob meine Anwälte die Hardcore-Beleidiger, die sogar so blöd sind, mit ihrem eigenen Namen mich zu beleidigen, strafrechtlich zu belangen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.